von Zeit zu Zeit glaube ich, dass ist die Dinge man nicht sehen, das ist so wichtig. Und ich spreche hier mit Christian von Kaiser Vision. Und Christian, wir sind hier mit einer Horizont Boglefolder und dein Unternehmen ist der Leveranteur von die Inspektionskamera. Genau, ja. Warum ist das wichtig? Das geht natürlich gerade in der Pharmabranche darum, eine lückenlose Inspektion aller Produkte zu erzielen. Dafür hat man hier in dem System 2 Kameras. Man schaut das Produkt von oben und von unten an. Jeder einzelne Bogen, der durch die Maschine läuft, wird geprüft. Das ist, was man sieht am Bildschirm her, ist wie die Kamera sieht, genau, richtig. Die Data. Ja? Wir sehen hier die Aufnahmen von beiden Kameras. Man kann da verschiedene Prüfungen einrichten. Typischerweise wird man auf einer Seite einen Code lesen. Und deshalb hat man 2 Kameras, so man kann von beiden Seiten lesen. Ja, genau. Also das ist ja so, der Bogen ist in der Maschine hier nicht immer frei zugänglich. Man unterliegt hier konstruktiven Beschränkungen. Gerade von der Unterseite hat man diese Führungslineale, da ist man relativ eingeschränkt. Man hat hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel einzelne Schriftzüge einzutrainieren. Und buchstabenweise zu prüfen, dass wirklich alles korrekt ist. So das bedeutet, es gibt verschiedene Algorithmen. So das bedeutet, wenn man einen Bogen hier in diesem Boglefolder bearbeiten, dann kann es alles reden oder lesen oder fotografieren und dann kann es einen Beschluss machen, ist es gut oder nicht gut. Genau. Ja. Und das ist, dass man kann 100% sicher sein, dass was man liefert die Pharmazeutikalindustrie, das ist was man genau, was man richtig. Muss also man ist dann sicher, dass 100% der ausgelieferten Produkte wirklich geprüft sind und dass die korrekt sind. Wenn man so ein Kamerainspektionssystem haben hier, ist es schwer zu machen oder ist es mehr der Software, das ist schwer? Oder ist es beide? Inwiefern schwer? Also, ich meine, wenn Sie als Unternehmen es machen, ich weiß, dass Sie sind Spezialist, aber kann man alle Kameran anwenden oder ist es nur bestimmte Kameran, das funktioniert mit diesem? Von der Kamera hängt es nicht ab. Okay. Also die Kamera ist ja relativ dumm in dem Sinne, die schießt einfach nur ein Bild vom Produkt. Also natürlich muss die Kamera bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen. Ja. Also die Produkte können ja schnell durchlaufen. Muss auch Licht sein. Genau, es muss genügend Licht da sein. Ja. Also, wie unsere Kamera. Genau, Sie kommen ja aus der Branche. Ja. Also, und von daher, klar sind Anforderungen da, aber das ist eine normale Kamera, die liefert per USB in dem Falle hier ihr Bildsignal zum PC. Und im PC hat man natürlich die Software, die das Ganze dann auswertet. Gehört natürlich ein Stück Bedienoberfläche dann drumherum. Das macht es dann natürlich manchmal kompliziert, aber ist ja auch eine Herausforderung und man macht es gern und man freut sich, wenn zum Schluss die Kunden damit gern arbeiten. So, Kaiser Vision ist ja eine Turnkey-Solution, dass Sie machen eben alles, das man hier sehen, oder ist es nur, ich sage, ich bin Kunde, ich will so eine Maschine haben. Kaufe ich mit diesem präinstalliert oder kaufe ich von dir? Das kann man direkt nachinstallieren. Okay, so das ist möglich, dass alle, die müssen genau. So ein Kamera. Also das müssen natürlich bestimmte konstruktive Voraussetzungen erfüllt sein, also so eine Führungsschiene hier, aber das ist typischerweise ja schnell gemacht. Dann braucht man hier halt noch so einen Triggersensor, um das einlaufende Produkt zu erfassen. Dann gibt es noch an einer anderen Stelle, das können wir jetzt nicht sehen, da gibt es noch einen Drehgeber, der halt das Vorschubsignal von der Maschine erfasst. Und ich kann ja dann, beziehungsweise ich muss es ja sogar, gerade wenn ich ausschleusen will, bin ich darauf angewiesen, dass ich das weggenau verzögern kann. Okay, so also ich habe hier einen Triggersensor, aber 2 Kameras. Ja. Ich kann jetzt in Transportrichtung für beide Kameras mit unterschiedlicher Wegstrecke ein Verzögerungssignal generieren, wo mir die Kamera dann die Bilder schießt. Und verzögere genau dieses Signal dann natürlich entsprechend, wenn die Inspektion mir gesagt hat, da war ein Fehler drin, kann ich verzögert diese Schleuse hier ansteuern. So wenn wir einen Fehler haben, dann will es heraustauschen. Ja, okay. Genau. Und die Guten sind Guten hier. laufen ja durch, ja. Okay. Und ist das ein normales Setup oder ist das ein ganz ungewöhnliches Setup? Das ist ein völlig normales Setup, also das ist, was man typisches braucht. Setup, ja.
Man kann es natürlich modifizieren, also das läuft mit einer Kamera genauso gut. Man kann auch 3 oder 4 Kameras benutzen. Das hängt ganz auf einem speziellen Anwendungsfall. Okay. Und kannst du etwas, ist es dein Unternehmen? Genau, ja. Okay. Und was machst du? Ist es nur Kamerainspektionssysteme oder was machst du? Ausschließlich Kamerainspektionssysteme, ja. So, du hast Also ja, ich mache über viele Jahre schon Bildverarbeitung, zunächst mal in der Elektronikfertigung. Ja, seit 20 Jahren, über 20 Jahren in der Druckbranche. Okay. Und ja, es macht immer noch Spaß und man freut sich, wenn die Kunden glücklich sind mit dem System. Und ich glaube auch, dass wenn man die Druckmaschinen sehen von 20 Jahren bis heute, die ganz schneller, ja. Und, Ja. Ja, oder nicht? ja, sicherlich auch ein Stück weit schneller, aber ich denke, da gibt es ja, also da kenne ich mich nicht so aus. Nein. Aber ich denke, da gibt es sicherlich irgendwie technologische und konstruktive Grenzen von der Geschwindigkeit her. Aber ich glaube, das wesentliche Ziel ist ja da, die Rüstzeiten immer runterzubekommen, dass man schnelle Produktwechsel bekommt und ja, dass man auch bei kleinen Stückzahlen effizient arbeiten kann. So, wenn man ein Kamerasystem hat, dann ist es nicht so wichtig, dass, wie schnell die Maschine ist. Dann ist es mehr, wie schnell die Computer ist oder wie es funktioniert, weil es ganz viel Data muss. Ja, okay. So ja, aber da ist man skalierbar. Also gibt ja PC-Technik en masse und wenn man halt eine leistungsfähigere CPU braucht, dann muss man etwas tiefer in den Geldbeutel greifen und dann findet man aber was. Okay. Ja. Und wenn du an diesem Inspektionssystem und auch dein eigenes Unternehmen ansehen, glaubst du, das ist etwas, das will mehr in der Zukunft werden oder ist es weniger in der Zukunft, diese Inspektion hier? Ich frage, es tut mir leid, mein Deutsch, aber ich denke, okay. Alles gut. Okay. Nein, ich war neugierig, weil ich denke, dass viele Leute will gerne sicher, dass die haben die richtigen Produkte, ja? Genau, aber das ist halt sehr branchen- und produktspezifisch. Also gerade in der Pharmabranche ist es natürlich so, da sind die Druckereien dann häufig ihren Kunden gegenüber in der Pflicht, einfach nachzuweisen, dass es geprüft wurde und auch dokumentiert ist. Also dass man dann am Ende des Tages wirklich auch sagen kann, man hat da so und so viel Stück produziert und die schlechten sind wirklich alle 100% sicher rausgeflogen, falls schlechte sind. Weil der Punkt ist ja, die Druckereien haben ja an sich kein Qualitätsproblem. Man macht ja so eine Prüfung nicht, weil irgendwo ein Problem ist, sondern man macht es, weil man es wirklich wasserdicht erfassen will und dokumentieren will. Und ich glaube, dass wenn man so spät in den Prozess wie hier Fehler entdecken, dann ist es teuer. Also man muss sowieso, es wie früher erst ja, klar. Okay. Fantastisch. Christian, danke sehr. Gerne. Das war toll zu dir. Hat mich gefreut. Okay, ja. gleichfalls. Gerne. Okay, danke.